Digga, niemals. Alter. Diät, Junge. Der klassische, achso, war es absichtlich. Ja, die musst du mitnehmen. So lobe ich mir das, wenn der Kameramann die Treppen nimmt und jetzt ihr das Atmen in der Cam hört. Tretet ein, wo sind wir wieder? Daheim ist doch immer am schönsten und ich genieße die Zeit, wenn man daheim ist. Deswegen herzlich willkommen zurück in Berlin, herzlich willkommen im Aufbau. Denn die Reverse-Diät sozusagen, ja, neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Wir sind im Bereich der Kalorien, wo man schon langsam von Aufbau sprechen kann. Und dementsprechend, ja, nehme ich jede Kalorie und nutze die, um die in den Lat und die Arms reinzupressen. Aber ich würde sagen, komm erst mal rein, komm erst mal an hier und schnauf erst mal durch, Alter. Leute, wie ich schon gesagt habe, zu Hause ist immer am schönsten. Ihr seht, wir sind im Office des Bären und was hat sich geändert? Eigentlich nicht viel, wie ihr seht. Wir haben einen kleinen Familienzuwachs mit dem Walking Pad. Ist ein bisschen verstaubt, wurde seit Diät nicht mehr benutzt und die ist schon ein paar Wochen her. Ansonsten drüben Couch, seht ihr, ist immer noch keine da. Perfekt, aber das gute alte Bike. Ansonsten habe ich die richtige Lektüre hier schon mal auf dem Tisch liegen. Mr. Dorian Yates, ein brutaler Mr. Olympia. Und ich lese gerade jedes Mal morgens beim Kacken, sage ich euch ganz ehrlich, ein paar Seiten. Hier habe ich heute gelesen, The Importance of Having People Support You. Könnte ein Alicia nicht sein, aber er hatte seine Wife Debbie. Naja, heute gibt es auf jeden Fall eine der ersten Trainings nach dem neuen Plan. Heute steht Pull auf dem Programm. Rücken ist auf jeden Fall eine Sache, die ich liebe zurzeit zu trainieren, weil ich so eigentlich seit vor der Prep letzten Jahres so richtig gelernt habe, aus dem Rücken alles rauszuquetschen, richtig saftig in den Lat reinzuballern. Und das werdet ihr heute auf jeden Fall sehen. Ansonsten haben wir noch ein paar Fragen für euch, die ich im Laufe des Videos beantworten werde. Darauf auf jeden Fall auf den Aufbau, der jetzt bevorsteht, eingehen werde. Aber seit der Woche bin ich wieder mit Logbuch am Start, mit Trainingsbuch am Start. Werden wir auch gleich ausfüllen, aber davor muss ich auf jeden Fall aufs Klo, denn diese Pulle hier, 2 Liter, voll mit Tee, wurde schon geleert. Und dazu haben wir auch gleich eine geile Frage. Wie schaffst du es, immer genug zu trinken? Tatsächlich, jetzt haben wir es 13 Uhr mittags, habe ich schon 4 oder 5 Liter Wasser im System. Also 1,5 Liter morgens direkt nach dem Aufstehen. Nach der langen Nacht braucht der Körper erstmal Flüssigkeit. Dann gibt es das Daily nach dem Cardio ins System. Heute Morgen gab es einen Walk. Und dann gibt es nochmal Tee. Dementsprechend platzt mir auch gleich die Blase und ich muss hart pissen gehen. Aber das ist gut, das spült die Niere durch und gerade in der Recovery, in der wir uns befinden, ja, eine wichtige Sache. Heute sind auch meine Blutwerte gekommen und die habe ich schon mit Stefan besprochen. Und ich sage euch eins, die sahen auch nach keiner Vorbereitung so gut aus. Also ich bin deswegen auch heute mega, mega happy, denn eine lange Vorbereitung, eine lange Zeit im Defizit mit dem Körperfettanteil, das ist, ja, ist ein Extremsport, ist ein Leistungssport und oftmals halt nicht optimal. Und ja, die Frage mit dem viel Trinken damit auch beantwortet. Tipp für euch, holt euch eine große Flasche, macht die voll, trinkt die auf der Arbeit, klatscht auch mal EAAs oder hier, was haben wir da, der ist schon fast leer, den guten Guarana-Sirup. Guarana war mein Vorschlag auch, weil die Dosen gibt es ja nicht in Deutschland, nur in Brasilien und ich fand es da so geil, dass ich es mir ja, hier auch irgendwie besorgen müsste. Da kann man auch einfach seinen Sponsor fragen und der hat das Ding dann in die Tat umgesetzt. Also klatscht euch sowas ins Wasser und ja, Faustformel für 20 Kilo Körpergewicht, 1 Liter Wasser, könnt ihr euch ja rechnen. Ich klatsche da immer noch einen Bonusliter drauf und dann seid ihr auf jeden Fall gut am Start. Gut, jetzt ist der Bär aber hungrig. Ich würde sagen, ich gehe kurz auf Toilette und dann sehen wir uns zum Pre-Workout-Meal und was es da gibt. Jetzt im Aufbau, das werdet ihr sehen. Spaß. Der Putzeimer, der gehört hier nicht hin, sondern hier schon vorbereitet. Reispudding. Es gibt Reispudding mit Whey, das ist ungefähr 1,5 Stunden Pre-Workout. Aber auch nächste Frage, die gestellt wurde, was ist dein Favorite Aufbau-Meal? Für mich ist tatsächlich entweder Mamas Nudeln mit Hack, die haben immer gut für Masse gesorgt auf jeden Fall, aber da Mutti ein paar 100 Kilometer weg ist,
finde ich eigentlich was ihr gut vertragt und was lecker schmeckt, also ihr oft und viel essen könnt. Finde ich ganz geil. Deswegen Reispudding with Whey, super Sache, Banane rein oder ein paar Früchte rein, Mandelmus drüber, easy going. Auch für alle Schüler, geiles Meal. Wird dein Training immer noch von Fred und Martin geplant? Jein, tatsächlich war die Zusammenarbeit eigentlich viel geringer, als es dann letztendlich im Netz so breit getreten wurde. Also die zwei Jungs, auch hier offiziell nochmal Glückwunsch zu Martins Detroit-Sieg. Aber wir arbeiten oder haben nie richtig deep zusammengearbeitet. Ich habe den Jungs meine Pläne geschickt. Ich weiß, die arbeiten ähnlich, die trainieren ähnlich. Der neue Plan steht jetzt auf jeden Fall für Olympia. Ich werde immer noch weiterhin an mir hart arbeiten, immer noch mit dem gleichen System. Also ich habe 2 Sätze pro Übung, die ich versuche auszubelasten, weil ich einfach merke, weniger Volumen, knallharte Intensität und genug Ruhe, das funktioniert einfach bei mir. Da wachse ich wie Scheiße und baue Kraft auf ohne Ende. Ja, genau das, was wir jetzt wollen. Training schreibe ich mir immer vor jedem Training auf, ganz wichtig, aber der Input, der kommt größtenteils von mir selbst, ist jetzt mein kreierter Plan. Natürlich hat Stefan drauf geschaut. Die Jungs habe ich auch drüber gucken lassen, habe geilen Input von denen bekommen, aber bin jetzt auf jeden Fall die erste Woche dabei und ich sag's euch, Janik, Junge, gestern aufgewacht, der Bus, Alter, der kam schon wieder angeschanzt, nicht da unten an der Bushaltestelle, sondern straight in mein Face rein, weil ich so demoliert war. Und was gibt's für ein besseres Zeichen als wenn der Körper an einem Restday nach Pause schreit. Dementsprechend weiß ich, das Ganze hier auf dem Blatt Papier funktioniert. Das wird die nächsten Wochen auch nochmal ordentlich verschärft und angepasst, wenn wir dann mit dem Aufbau starten, dass wir die Kalorien noch nutzen und dann halt richtig loslegen. Aber das werdet ihr alles verfolgen können. Jetzt würde ich sagen, wir haben gefespert, wir haben das Training niedergeschrieben. Jetzt gibt es noch Pre, Intra und Post. Supplements immer easy gestaltet, wisst ihr. Pre-Workout Crank Pump Pro, Intra-Workout ist jetzt neu mit drin, benutze ich tatsächlich 20 Gramm Cluster, 15 Gramm ERAs und Post-Workout. An alle, die es in Insta verfolgen, gibt es das Daily, gibt es Glutamin nochmal ein bisschen extra, weil es einfach gut für die Regeneration ist und dann auch für die Verdauung fürs Post-Workout-Meal. Und that's it, also nichts Großes, Magnesium noch rein. Dann sind wir versorgt, deswegen B-Roll ab und ab ins Training, feuerfrei. Ein traumhaftes Wetter hier in Berlin. Wird heute der Fahrschein gezogen, Kollege, oder? Wie ist es denn üblich? Ja, wir machen es, wie es üblich ist, würde ich auch sagen. Rein in den Kaninchenbar. Wir sind wieder zu Hause, wir sind wieder am Arbeitsplatz. Wir sind wieder im Bunker. Richtig hell ist immer noch nicht, aber der Sommer kommt und dann blüht hier das Leben. Wer den Rücken ohne Zughilfen trainiert, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Wenn ihr dicke Unterarme wollt, dann macht Unterarme separat. Wenn ihr Rücken trainiert, dann benutzt Zughilfen. Gottverdammt. Dann wächst das Ding und wir fangen an. Erste Übung. Klimmzüge, hat noch keinem geschadet und hat Flex Wheeler mir damals gesagt, soll ich in meinem Training reinhauen. Und wenn der das sagt, dann machen wir das so. Deswegen 2 Sätze da, dann geht es weiter mit Latziehen. Aber ich würde sagen, seht selbst. Viel Spaß. Ist auch eher so eine Mischung aus dem Warm-up, will ich nicht sagen. Ich gehe da schon immer ans Limit, aber so kommt man gut ins Rückentraining rein, finde ich. Also da mache ich an einem Tag Überzüge, am anderen Tag Klimmzüge, die bolzen schon gut rein. Dann ist der Rücken schon mal voll mit Blut und dann kann man da auf jeden Fall richtig rausheizen. Bald gibt es nicht mehr genug Stack zum Ausbelasten. Genau da muss man hin. Genau da müssen wir hin. Jetzt muss Power kommen. Jetzt muss die Kraft aufgebaut werden. Man muss auch mal Sachen probieren. Man muss auch mal schweres Gewicht in die Hand nehmen.
um es dann irgendwann zu bewältigen können. Nicht immer 2 Kilo erhöhen oder so, sondern auch mal volle Rotze was ausprobieren. Sonst wird es nie besser. Aber Aufwärmschema sieht immer noch gleich aus. Ich arbeite mich hoch mit dem Gewicht, mache dann immer wieder ein paar Wiederholungen, wie es sich anfühlt, bis ich letztendlich beim Arbeitsgewicht bin. Bam, Arbeitsgewicht Vollgas rein. Dann entweder einen nochmal gleich vom Gewicht oder Gewicht vermindern. Eher meistens ein bisschen vermindern und dann nochmal einen zweiten Satz rausschieben. Wisst ihr, was das geil ist? Haben wir Aufbau. Junge, 2 Sätze Klimmzüge gemacht. Hier ein paar Sätze aufwärmen. Und der Pumpe ist schon drin, Junge. Herrlich. Oh, das vermisst man in der Vorbereitung, beziehungsweise irgendwann vergisst man es, wie es sich anfühlt, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen schon geil. Also machen wir weiter, breites Latt ziehen, schön schwer und falsch reinknallen. Hier rein. Pausenzeiten halte ich jetzt zum Aufbau, beziehungsweise das Gelaber nicht nur im Aufbau, auch in der Vorbereitung einen Ticken länger. Also nicht mehr meine 60 Sekunden, sondern eher 2 bis 3 Minuten, habe ich einfach gemerkt. Da habe ich ja dann wieder eine gute Regeneration und kann eben auch aus dem zweiten Satz alles rausholen, was gerade jetzt im Kraftaufbau und dem daraus resultierenden Masseaufbau ja sehr wichtig ist. Deswegen da gerne auch rumprobieren. Für Arme halte ich es ja noch ein bisschen kürzer, könnt ihr euch auch merken, größere Muskel, verlangt mehr Pause, komplexere Übungen ebenso. Also nach 5 Scheiben auf der Hackenschmidt, Alter, da bin ich auch mal 5 Minuten raus. Wie gesagt, das signalisiert euch auch euer Körper, wenn ihr wieder frisch seid, wenn ihr wieder ready seid. Und dann könnt ihr da attackieren. Wichtig ist nur, wirklich alles euch Mögliche aus dem Satz rauszuholen. Hier mache ich so viele richtig sauber wie es geht, mit unten kurz halten in der Kontraktion. Und wenn da keine saubere mehr geht, bolze ich noch welche nach. Und dann ist es auf jeden Fall ein stabiler Satz. Die Übung, by the way, die trifft eher den oberen Rücken. Heute haben wir auch mehr Fokus auf Rückendichte und nicht unbedingt auf die Breite. Also klar haben wir auch Sachen für die Breite, für den Latt dabei, Überzüge und so später. Aber heute will ich eher die Tiefe erreichen, sprich viel Rudern, schweres Heben kommt auch noch. Und die Übung hier, die zieht auch gut oben in den Rücken rein. Ja, aber halt mehr vermehrt in der Dehnung. Zum Intra hauen wir noch eine Frage rein von Orhan Gerard. Geiler Name. Mit welchem KFA in den Aufbau als Normalo? Also die Sache KFA, Körperfettanteil, ist eine ganz entscheidende. Da würde ich auf jeden Fall sagen, je niedriger, egal ob jetzt Normalo, Profi, sonst irgendwas, je niedriger der Körperfettanteil vorm Aufbau, desto besser der Aufbau, denn auch Hormone wie ein Testosteron und so ja, vermehren sich im Körper auf natürlichem Weg, wenn der Körperfettanteil einfach niedriger ist. Dementsprechend baut ihr besser auf, dementsprechend ja, fühlt ihr euch auch besser, wenn ihr jetzt 20% Körperfettanteil, also ordentlich fett seid, ja, dann verlangsamt das euren ganzen Aufbau und ist einfach nicht ja, richtig wirksam. Was auf jeden Fall wirksam ist das Gerät hier. Intra fange ich immer so an, weil viele ja auch deswegen fragen, ich meistens so nach der zweiten Übung an. Wenn ich merke, hat schon gut reingehauen und bin mit dem Intra durch, so vor der letzten Übung. Das ist immer ein gutes Stichwort. Ich trinke am Anfang dann noch recht viel und den Rest sippe ich dann so hinterher. Aber
Bis jetzt läuft es auf jeden Fall gut. Das ist immer ganz geil, wenn die Kamera mit dabei ist, weißt du. Dann bist du automatisch motiviert. Aber noch eine Frage von NewUNF. Bist du ein Fan von Max-Gewichten und Personal Records? Also von Personal Records bin ich auf jeden Fall ein Fan. Das sind ja im Prinzip, keine Ahnung, wenn ich letzte Woche 100 gedrückt habe auf 5 Wiederholungen und diese Woche 100 auf 10, dann ist ja ein Personal Record, also eine Steigerung, und davon bin ich auf jeden Fall ein Fan. Von wo ich kein Fan bin, ist Maximalwiederholungen so. Als Bodybuilder brauchst du das nicht, und als Bodybuilder musst du auf jeden Fall nicht auf unter 3 Wiederholungen trainieren, eigentlich auch nicht auf unter 5, aber ja, finde ich maximal gefährlich und nicht unbedingt nötig als Bodybuilder. Deswegen von PRs auf jeden Fall Fan, von maximal versuchen eher nicht mehr. Aber ey, wenn ihr 14, 15 seid, mit euren Jungs beim Bankdrücken liegt, dann könnt ihr das schon mal machen, da passiert nichts. Aber je fortgeschrittener ihr werdet, desto schwieriger das Ganze. Rudern hier am Kabel für den oberen Anteil vom Rücken, sprich Ellbogen sind abgespreizt. Hier mit den Griffen, beziehungsweise dem Griff, richtig geil, weil da könnt ihr euch mit der Brust wie sozusagen durchschieben. Hier ein bisschen Unterrücken ist auch dabei, durchs Halten. Aber ist eine richtig geile Übung. Spüre ich persönlich wahnsinnig gut. Ja, man darf auf jeden Fall auch jetzt hocharbeiten. Schön schwer, ordentlich wegknüppeln. Und dann wird das gut. Zwei mehr. Zwei mehr, Junge, so sieht's aus. Die letzte war zwar ein bisschen aus allem gerupft, aber drauf geschissen. Die wollte ich noch haben und die bringt euch vorwärts. So muss es aussehen. Geil. Weiter geht's hier. Natürlich wieder mit Rudern. Diesmal Ellbogen nah am Körper. Wir ziehen hier, treffen einfach auch den Latt richtig gut damit. Also habe ich immer schon ein paar Mal gesagt, Ellbogen abgespreizt, eher mehr oberer Anteil vom Rücken, Ellenbogen angezogen, eher mehr Latt fokussiert. Die zwei Sachen müsst ihr beachten. Dann noch was Schweres von unten heben, Überzüge, alles was ich heute mache eigentlich. Und dann seid ihr komplett bedient für den Rücken. Ja, arbeiten uns jetzt hier auch hoch. Oh ja! Wichtig, zwischen den Armen immer ein bisschen Pause machen, sonst macht ihr hier 7 und dann macht ihr 3 und das war's dann. Und immer mit der schwächeren Seite beginnen. Da weiß ich halt nicht, wie manche Menschen 10 Sätze machen können. Intensität, meine Freunde, Stichwort zum Erfolg, definitiv. Thema Erfolg. Welche kleine Änderung hat dir den größten Benefit in deinem Sport und in deinem Tun gebracht? Tiefe Frage, Bro. Ich würde sagen Kontinuität, aber warten wir mal, bis die Kirchenglocken ein bisschen leiser jetzt. Ich würde sagen Kontinuität an der ganzen Geschichte, das Dranbleiben. Das habe ich zwar immer schon gemacht. Meine längste Trainingspause war, glaube ich,
2 Wochen, als ich meinen Fuß gebrochen hatte. Und dann bin ich mit Gips ins Studio gegangen, habe trainiert. So Kontinuität mit allem, mit dem gesamten Lifestyle. Ich bin auch viel unterwegs, ich bin viel am Reisen. Aber immer das Workout reinzukriegen, immer die Proteine reinzukriegen, das Cardio zu machen, genug zu schlafen, das ist immer dabei. Und deswegen würde ich sagen, das ist so die Änderung, die ich mir nochmal verdeutlicht habe. Ich habe das zwar unterbewusst immer gut gemacht, meine Karriere über, aber das war so die Verdeutlichung oder die kleine Veränderung, die es definitiv ausgemacht hat. Das war der Main-Satz, der schwere Satz. Jetzt nach der Pause machen wir einen stark reduzierten und da machen wir die erste und letzte Intensitätstechnik, die ich einbaue. Einfach weil es bei Überzügen sich gut eignet. Wir wollen die auch zwar schwer machen, aber das ist so eine Übung, da sollt ihr auch richtig connecten mit dem Muskel. Am besten Augen zumachen, richtig den Rücken arbeiten, spüren. Deswegen machen wir hier ein Stretch-Pause-Set, nennt sich das. Also in der gedehnten Pausieren. Deutsch übersetzt machen wir so viele wie es geht. Zwischen 10 und 15. Halten dann hier 10 Sekunden in der Dehnung. Machen wieder so viel wie es geht. Halten nochmal. Machen wieder so viel wie es geht. Und dann war das ein Satz. Also sozusagen 3 kleine Sätze in einem. Mit Pause in der gedehnten. Und das knattert ordentlich rein. Jetzt haben wir heute mal das Glück, was ich sonst nie habe, dass jemand die Übung vor uns gemacht hat. Spart man sich da schon mal die Kraft. Und man muss sich immer die Platten von Timbuktu nach Berlin tragen. Knallt ordentlich rein heute, so wie es sein muss. Ich bin richtig happy bis jetzt, wie es läuft. So muss es weiterlaufen. Und wenn wir so einen Aufbau machen, dann wird da auf jeden Fall auch was hängen bleiben. Jetzt kommen wir zur letzten Rückenübung. Das sind SLDLs oder gestrecktes Stiff Leg Deadlift, also Kreuzheben auf Neudeutsch, mache ich aber von einer leichten Erhöhung, weil ich will die ganze Zeit mit dem Muskel in der im Spannungsbereich bleiben und nicht die Spannung verlieren. Und wenn wir jetzt RDLs machen, also nur bis unters Knie, dann ist das extrem beinbeugerlastig und ist jetzt zwar auch beugerlastig ein bisschen, aber ich versuche schon mehr Fokus auf den Rücken zu legen. Dementsprechend auch ist ordentlich Trapez auch mit involviert, also Nacken und auch der ganze hintere Strang des Rückens. Ja, was der eine oder andere sich wohl denkt, warum macht er jetzt Kreuzheben am Ende vom Training? Da ist der Rücken auf jeden Fall schon gut auf Pump, da ist Blut drin, da kann sich nicht mehr großartig was verletzen oder so, also ich bin gut aufgewärmt und ich muss nicht mehr ganz so viel Last verwenden wie am Anfang vom Training. Ich muss da nicht mehr unnötig viel draufladen, weil das ist ja auch nicht unbedingt das Ziel. Ich brauche so viel, dass der Reiz gesetzt ist, dass mein Muskel arbeitet und dann passt die Sache. So, hier gehen wir auch mit dem Gewicht hoch. Das war jetzt ein Aufwärmsatz. Jetzt machen wir noch einen zum Reinkommen und dann arbeiten wir. Aber hau mal die Frage raus, die du im Kopf hast. Welche Tipps würdest du jungen Athleten geben, die zunehmen möchten oder aufbauen möchten, aber einfach nicht zunehmen? Gute Frage. Damit hatte ich als damaliger kleiner Fettsack, wie Sergi sagen würde, nie das Problem. Wenn du nicht zunimmst, kommt das höchstwahrscheinlich aus dem Grund oder davon, dass du nicht genug isst. Zunehmen ist nicht unbedingt gleich immer Trainingssache.
Natürlich musst du gucken, dass dein Training reinhaut, dass du Gas gibst und stärker wirst, aber wenn du gar nicht zunimmst, liegt es höchstwahrscheinlich an deiner Kalorienaufnahme. Das heißt, mehr fressen, mal aufschreiben, was du isst und gucken, wie viel Kalorien sind es wirklich. Und wenn du da irgendwo bei 2000, 3000 rumdümpelst, dann würde ich knallhart mal 1000 Kalorien erhöhen. Also noch einen schönen Masse-Shake irgendwo mit in den Tag integrieren. Mit Haferflocken, Banane, Erdnussmus, Whey. Oder aber auch einfach lernen, mehr zu essen. Auch Essen ist ein Prozess. Das muss man lernen. Man muss lernen, viel zu essen. Und dann kommt man auch ans Ziel. Hier der Teufel los ist, muss man schnell machen, dass wir dann nach Hause können. Das heißt, 2 Sätze hinter Schulter hier noch, ihr seht, nichts Spektakuläres, auch kein Warm-Up-Set. Die Schulter, hintere Schulter ist jetzt warm vom Rückentraining. Einfach 2 Sätze ausbelasten, höherer Wiederholungsbereich und dann sind wir durch für heute. Balti hat das Trainingsbuch am Start und mit der Bärenbrot hat er 10% mehr Power. Junge, der sieht aus wie mein Bruder, Alter. Könnte mein Bruder sein, oder? Schreibt's mal rein. Ja, und wenn die Mädels noch einen hübschen Knaben besuchen, ja, bist du noch frei, oder? Ja. Ja? Ja. Also, Attacke, Insta ist unten verlinkt. Ja, Jungs, macht's gut. Dankeschön. Frischluft. Meine Herren und Damen, Frischluft. Ich sag's euch, die Session hat reingeknallt. Die hat auch gute 2 Stunden gebraucht mit Film und so, aber so 120 Minuten kommt bei einer ganzen Pull-Einheit schon hin. Ja, hier ist auch mal mein kleiner Klarkommort vorm Bunker. Stelle ich meinen Shaker hier meistens ab, genieße entweder die paar Sonnenstrahlen oder heute genieße ich tatsächlich auch die Regentropfen, die runterprasseln. Mein Körper ist noch voll am Arbeiten und um die Muskeln jetzt bei der Regenerationsarbeit zu unterstützen, gibt es wie vorher angemischt schon im Post-Workout-Shake 25 Gramm Daily, 5 Gramm Glutamin, also alles, was ihr braucht, um erstmal den Muskel zu versorgen bis nach Hause. Und nochmal ein bisschen Wasser dazu. Ja, das war's mit der heutigen Session. Der Aufbau wurde hiermit eingeleitet und der Bär wird in den Wachstum geschickt. Mich hat es gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt oder hofft, dass der Regen bald aufhört, dann jetzt abonnieren und Daumen hoch drücken, kommentieren für den Algo und wer nichts mehr verpassen will, die Glocke aktivieren. Junge, habe ich da gerade rausgehauen. Der Bär sagt Adios, zieht sich zurück. Ich glaube, daheim geht es erstmal ab in die Falle und dann wird nochmal eine Runde gepennt. Aber das hat man sich verdient. Letzte Frage, Thema Pennen. Thema Pennen, stimmt. Mit welchen Gedanken gehst du abends ins Bett? Abschlussfrage. Oh, das sind einige Gedanken. Natürlich gehe ich immer mit dem... Der größte Gedanke ist der Gedanke an Alice, die hoffentlich dann abends neben mir liegt. Aber auch mit dem Gedanke, den Olympia dieses Jahr zu gewinnen. Auch mit dem Gedanke, das Beste rauszuholen. Und wenn für die Gedanken noch Platz ist im Kopf und ich nicht völlig demoliert im Bett liege, die Schlafmaske gerade noch so rüberziehe und dann auspass, denke ich eigentlich immer dran, wie gut es uns doch allen geht, wie glücklich wir sein können mit dem, was wir tun und dem, was wir machen können und der Gesundheit, die wir haben. Denn alle, die noch unter uns sind und nicht eingeschränkt, die können glücklich sein und sollten dafür auch dankbar sein. Das sind, glaube ich, auch gute Endquotes und ich sag in diesem Sinne, tschüss aus dem regnerischen Berlin. Bis nächste Woche und bis zum nächsten Video. Guten Pump euch allen und ja, bleibt stabil und gebt Gas. Ciao, ciao.